das sind hier schon mal die ersten Bilder. Bin gerade hier angekommen in Zwolle. Ich laufe jetzt mal rüber zu dem Bahnhof und fange dann an mit der Begrüßung. Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich bin jetzt mal hier rüber gelaufen. Hinter mir Bahnhof Zwolle. Gerade war schönes Wetter, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Aber wie ihr hinten sehen könnt, sind schon Sicherheitsbeamte und sowas da. Die Erfahrung habe ich ja hier in Holland schon mal gehabt. Man kommt da einfach nicht so an die Gleise. Man muss sich immer Karten lösen und sowas alles. Mal gucken, was uns hier erwartet. Bis gleich nach dem Intro. Dann fangen wir mal direkt an. Der eigentliche Eingang ist, glaube ich, da vorne mit der schönen Bahnhofsuhr. Da gehen wir gleich rein. Und auf der Seite haben sie wohl nachher nochmal angebaut mit den ganzen Gleisen. Das zieht sich bis da ganz hinten hin. Wird auf jeden Fall interessant und lustig. Die haben keinen eigenen Zopp direkt hier am Bahnhof, so wie ich das sehe. Das heißt, um die Busse zu sehen, müssten wir dann irgendwie in eine Stadt kommen. Aber bleibt dran, dann werdet ihr erfahren, was hier so alles gibt in Zwolle. Auf jeden Fall haben die hier einen so schönen Brunnen direkt vor dem Bahnhof. Und hier ist auch noch so ein komischer Typ. Wie heißt der? Thorbecke von 1798 bis 1872. Ich weiß aber nicht, wer das ist. So, und dann gehen wir jetzt mal rein. Mal gucken, ob die was dagegen haben. Da hinten könnt ihr sehen, die kontrollieren tatsächlich da die Leute. Das ist hier wie in England. Wenn man hier in England an die Gleise kommt oder so, dann ist das ja auch so, dass man nicht ohne weiteres in die Gleise kommen kann. Die haben hier schon direkt einen schönen Friseursalon hier. Dann Starbucks, Essen, Trinken. Hier kann man sich noch schöne Fotos machen. Mit so kleinen Bildschirme haben die hier Groningen, Den Haag, Intercity und so was alles. Mal gucken, ob wir eins von den Zügen erwischen können. Und wenn man dann noch Hunger hat, Snacks gibt es hier natürlich auch. Alles in Euro. Braucht man also nicht wie in der Tschechei und so was alles Geld wechseln. Hier kann man ganz normal. Jetzt fängt es aber auch richtig an zu regnen. So, wenn man dann an die Gleise kommt, das war's. Mehr komme ich nicht rein, wie ihr sehen könnt. Ich müsste da irgendwie so eine Karte haben oder einen Ausweis, dann komme ich erst da rein, sonst geht es nicht, wie ihr sehen könnt. Auf der Seite gleiche. Jawohl, toll, Zwolle, toll. So, wie kriegen wir jetzt die Züge am besten zu sehen? Nur von weit. Oder da oben ist eine Brücke zum Beispiel. Ich könnte da hinten auf die Brücke. Ja, das mache ich auch, wenn es aufhört zu regnen. Oben von der Brücke könnte ich dann so ein bisschen ein paar Aufnahmen machen. Das habe ich mir aber schon fast gedacht. Das war letztens in, wo war das? In Arnheim war das so. Und da hatte die uns ja reingelassen, die Tante. Und ja, mal schauen, wie ich hier an die Züge komme. Da hinten kommt auch gerade ein Zug. Mal gucken, ob wir den noch ein bisschen aufnehmen können. Die haben hier ganz komische Züge, Leute. Schaut mal. So sieht das hier aus. Boah, sieht der bullig aus. Ey, was ist das für ein Teil? Der Fahrzeugführer, sag ich schon, der Führer, der sitzt da ganz oben. Ey, so was habe ich auch noch nicht gesehen. Wahnsinn. Ne, wenn es aufhört zu regnen, ich besorge uns schon noch gute Bilder. Wart's ab. Sinn und Zweck dieser Schranken, könnt ihr euch ja denken, was das ist. In England ist das ja auch so. Man bezahlt, geht da rein und wenn man da, wo man wieder rausgeht, muss man ja auch wieder raus. Und da wird dann eben halt wie jetzt hier gerade, die werden kontrolliert, ob die auch bezahlt haben. Man kann ja auch über die Schranken springen. In Frankreich machen die das gerne. Und dann wird hier natürlich dann kontrolliert, ob die überhaupt bezahlt haben. Hier können wir noch mal gucken, wann wo was kommt. Hier auch noch mal für reingehende und rausgehende, gleiche System wie in England, wie gesagt. So schaut es aus. Und guckt, der Kollege, der tut jetzt auf, dann geht die auf. Der hat entweder so eine Monatskarten oder irgendwas. Zack, zack, dann geht alles auf, dann kann man da rein. Ansonsten keine Möglichkeit
hier reinzukommen. Train steht dran. Wer da keine Karte hat, hat da auch nichts verloren. In-Check, Check-in, jawohl. Und auf der anderen Seite könnt ihr auch gleich wieder rauskommen. Das gleiche auf der anderen Seite wieder. Ja, wunderbar. Jetzt habt ihr dieses System auch mal gesehen. Wie gesagt, das haben wir in England nonstop. Nur in Deutschland, da kann man einfach mal, so besteht auch die Gefahr nicht, dass man eben halt schwarz fährt. Ne? Aber ich kann euch die Parkhaus für die Fahrräder zeigen. War auf jeden Fall ein Schild für Parken. Wie kommt man hier rein? Kommt man ganz normal rein? Das haben die auch blöd gemacht. Wie sollen denn die Fahrräder dann hier hoch? Man müsste ja theoretisch alles wieder hier runtertragen. Aber hier geht das wohl so auf. Mal gucken. Einfach nur schieben. Oh ja. Ey, schaut mal, Leute. So schaut das hier aus. Sogar für Parkplatz für Fahrräder. Auch nicht schlecht. Ne? Habe ich auch noch nie in der Form gesehen, dass man hier Parkplätze für Fahrräder hat. Nicht schlecht. Da hinten geht es noch weiter. Ich habe irgendwo auch Zentrum steht da. Zentrum Westerland. Aha. Ich glaube, man kann hier unten drunter auf der anderen Seite wieder rauskommen. Vielleicht haben wir da ja auch den Zopp. Ja, ich probiere einfach mal. Oder habt ihr schon mal sowas erlebt? Wahnsinn. Und da bin ich mal gespannt, ob ich hier überhaupt rauskomme. Hier gibt es sogar noch eine Pumpe. Könnt ihr auch aufpumpen. Mit Fahrrad. Die piepsen einfach. Ich denke mal, weil ich kein Fahrrad habe, kann ich auch da durch, oder? Ich probiere es einfach mal. Obwohl da Sicherheitsbeamte sind. So, ich habe noch mal gefragt. Man kann hier als Fußgänger hier einfach laufen. Und wenn man bezahlen will, kann man hier einfach düt. Ne? Und dann kann man einfach laufen. So, auf geht's ins Zentrum. Mal gucken, wo wir dann im Zentrum ankommen. Ist zwar ein bisschen am Regnen, aber Mehmet Oje stört sowas nicht. Hier kann man Fahrrad natürlich dann hier so lang schieben und die Stufen sind nicht so hoch. Also man kann wie ganz normal Fußweg hier laufen. Ja, und was hat mir das jetzt gebracht? Ich bin von der anderen Seite raus und bin an der gleichen Stelle wieder raus. Ey, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich woanders hin. Ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier trotzdem noch so ein Exemplar gesehen. Ist aber ein Stadler, so wie es aussieht. Will mich jetzt nicht festlegen, aber mal schauen. Ihr seid die Experten. Ihr werdet das natürlich wieder wissen. Ja, von hier kann ich noch ein paar Züge aufnehmen. Okay. Hier auch wieder gleiches System. Sonst kommt man echt nicht an die Gleise. Ja, was ist das für ein Teil? Schaut euch das mal an, wenn ihr könnt. Vielleicht sehe ich auch ein Schild oder so irgendwo. Ja, Wahnsinn. Also so einen habe ich auch noch nicht gesehen. Ist auch kein Stadler oder so. Oder? Schaut euch das mal an. Mal gucken, was das für ein Teil ist. Ja, da hinten der Bullige, den hatte ich ja vorhin schon gesehen. Aber ich werde auf jeden Fall oben auf die Brücke irgendwie hinkommen, um euch gute Aufnahmen zu machen. Leute, fragt mich nicht wie, aber irgendwie habe ich es geschafft, hier so eine Lücke zu finden, um euch das Geschehen mal hier von oben zu zeigen. Jetzt müssen natürlich nur noch diese Züge kommen. Dann sehen wir die mal von hier oben. Wenn die uns nicht an den Bahnsteig lassen, dann gucken wir denen eben halt über den Kopf. Das geht nämlich auf der Seite noch weiter. Und da sind auch schon die ersten Busse. Das heißt, wir können sogar hier die Busse aufnehmen. Ich weiß ja, wo der hinfährt. Sehr wahrscheinlich ist da ganz hinten irgendwo ein Zopp. Das ist nämlich auch ein Capacity, wie ihr sehen könnt. Ich mache mal nah. Ja. Durch Zufall habe ich den jetzt mal hier entdeckt. Mal schauen, was wir noch alles entdecken werden. Da stehen die ganzen gelb-blauen Dinger. Ich muss immer nur von der Seite aufnehmen. Ach, da hinten ist noch eine Lücke, da könnte ich theoretisch auch von der Lücke aufnehmen. So, ich renne richtig.
Kennt ihr die Paparazzis da, wenn die auch irgendwie so Stars und so erblicken, da sind die doch auch nonstop am Rennen. Und ich bin ein Paparazzi-Bus. Ja, für Busse. Oh, wo sind die? Ich wollte die so schön, wenn die hier rauskommen, hier aufnehmen. Ah, da ist hier so ein Teil, was ich gerade schon sehen wollte. Da, jetzt kommt noch so ein Teil hier ran. Ja, das ist der mit dem komischen hohen... Ja, jetzt können wir den nochmal... Oh, 2 sogar jetzt auf einmal. Wahnsinn. Seht ihr, wenn man hier 1 Minute weggeht, kommt schon direkt was anderes. Also ich denke mal, das hat sich doch wieder gelohnt bis hierhin, was wir jetzt schon gesehen haben. Die Busse sind auf die andere Seite gefahren. Okay, ich laufe jetzt mal zum Zopp. So, angekommen hier am Zopp. Ich war vorhin da hinten auf der Brücke, wollte ich gerade sagen. Da kommt auch wieder so ein komischer Zug. Den nehmen wir mal mit. Der sieht bullig aus, ne Leute? Schaut mal. Wahnsinn. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, auf der Brücke war ich. Jetzt bin ich hier unten. So, das ist hier der Zopp. Einer von 3, glaube ich. Die haben noch mehrere Zopps hier. Aber den nehmen wir jetzt mal komplett in Visier. Mal gucken, was wir hier alles so finden werden. Auf jeden Fall diese chinesischen Busse haben die da. Das sind diese BYD oder BYD oder keine Ahnung. Und da habt ihr auch schon die Ladestation von denen. Ja, der hat 1, 2, da hinten sehe ich auch noch 3, 4 Ladestationen, weil von den Dingern habe ich ganz viele gesehen, die hier rumfahren. Und diese komischen Connexion, diese Busse, von denen haben wir 4 oder 5 Stück damals MVB bekommen. Genau auch in den Farben, dann haben wir die auch umlackiert. Ja, jetzt kann ich mich wieder daran erinnern, wo ich die Farben sehe. Ja, das ist jetzt wieder an den Gleisen. Vorhin war ich auf der anderen Seite und jetzt bin ich hier an diesem chinesischen Bus. Dahinter ein sehr schöner Citaro, wird der Alex sich wieder freuen. Und diese Connections, die sind auch Citaros. Hier kommt noch so ein Bus hier reingefahren. Gehen Dienst, der hat keinen Dienst. Der sucht sich jetzt einen Platz bestimmt zum Laden. Oder setzt ein, aber das sah mir aus wie eine Leerfahrt, war nämlich noch jemand daneben. Schauen wir mal. So, wir laufen mal weiter. Also, wir haben schon mal gesehen Citaros, dann haben wir hier diese BYD oder keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden, diese chinesischen Busse gesehen. Davon gibt es jede Menge da hinten. Schaut mal, ich sehe fast 10 Stück, wenn ich mich... Hier ist auch mit Kamera und Ton sogar Aufnahme und man kann hier auch mit Karte bezahlen. In 22 Minuten hat der hier Abfahrt. Ja, ist auch dieser Capacity, den wir ja vorhin gesehen haben. Der Kollege hat noch Licht angelassen. Hoffentlich ist die Batterie dann nicht leer, wenn er wiederkommt. Ja, bei denen steht zum Beispiel nicht hinten drauf Überlänge und schwenkt aus oder so. Da hat er mal ausgeschwenkt. Oben könnt ihr sehen, hat er mal da was mitgenommen. Ja, kommt schon mal vor. So, jetzt sehen wir ein paar Gesichter. Die müssen wir gucken, dass wir die nicht aufnehmen können. Und dann schauen wir mal, was die ganzen chinesischen Busse hier so machen. Die nehmen ihre Fahrgäste auf. Emmeloord, das sagt mir was, die 71. Das liegt auch an der See irgendwo. Da war ich, glaube ich, schon mal. Hier ist auch wieder so ein Teil. Die sind schon voll aufgeladen. Ja, das ist der, der gerade hier reingefahren ist. Ich weiß nicht, wie die holländischen Kollegen und Kolleginnen so sind. Ob die was dagegen haben, dass man aufnimmt. Die verstehen ja auch nicht Deutsch. Manche ja, aber die wollen dann nicht. Naja, ich guck mal. So, die Fahrer haben hier auch ihren Pausenraum, Wechselraum. Die Busse werden hier auch direkt gereinigt, habe ich gerade gesehen. Eine Reinigungsfrau war da gerade drin, ist am Reinigen. Aber ein riesengroßer Zopp.
mit, boah, ich habe nicht gezählt, mit wie viel. Oh, der kommt nochmal schön reingeschossen hier. Mit wie vielen Boxen, wo die so ranfahren können. Auf jeden Fall richtig großer Zop, was die hier in Zwolle haben. Und natürlich auch jede Menge Fahrräder. Auf der anderen Seite könnt ihr sehen, da gibt es auch noch mal so eine Station extra nur für Fahrräder. Wunderbar. Ja, so sieht das alles hier aus. Der eine fährt nach Apeldoorn, der eine nach Holtenbrock und der Kollege hier fährt auch gerade los. So, der fährt nach Stadthagen, also nicht unseren Stadthagen, in Stadthagen via WKC, Holtenbrock, keine Ahnung. Und hier sehen wir jetzt mal auch andere Züge auf der anderen Seite. Ja, wir sind wirklich zentral hier angekommen. Habe ich richtig eine Goldgrube für uns entdeckt. Schaut mal diesen Anblick, Leute. Ja, Wahnsinn, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, noch mehr an Parkbuchten, wo die Leute einsteigen können. Ja, das muss erstmal alles hier organisiert werden. Zum Teil überdacht, hier nicht überdacht. Wirklich toll. So, ich laufe mal ein bisschen in die Stadt. Vielleicht sehen wir auch die ganzen Busse gleich im Einsatz beim Fahrgastwechsel und so in der Stadt. Mal schauen. Die Kollegin, die fährt jetzt hier gleich los. Dann können wir sie mal aufnehmen, wie sie gleich hier losfährt. Jawohl. So, ich kann mal so ein bisschen spieken hier die Sitze, die Anordnung, wie ihr sehen könnt, wie in LA oder sozusagen Low Entry, ja. Hinten sitzen die ganz hoch, dann geht es aber runter, low. Ne? Extra für die ganzen Fahrgäste, wenn sie mit Fahr sage ich schon, weil der hat mich durcheinander gebracht, der Fahrer, der guckte mich so an, warum ich in seinen Bus gucke. Für die Rollstuhlfahrer und Kinderwagen und sowas alles, so sieht's aus. Und hier runter kann man dann wieder auf die andere Seite zu den Gleisen kommen. Ja, und da brauche ich dann natürlich wieder ja, Eintrittskarten. Deswegen habe ich das mal umgangen und bin über die Brücke hier rüber. So, weiter geht's. So wie bei uns, wenn zwei Busfahrer sich unterhalten, aber gucken nicht in den Spiegel, dass der Kollege vielleicht mal da durch will. Kommt auch schon mal vor, jetzt hat er das gemerkt. Ja, ist alles menschlich, ist alles normal. Ne? Ja, der Kollege, der war noch am Rauchen, aber draußen auch alles gut. Ja, wir verabschieden uns jetzt hier von diesem Zop und von diesem schönen Capacity. Der Kollege hat noch vergessen, vorne zuzumachen. Ich glaube nicht, dass das elektrisch geht. Deswegen, ich will ein bisschen aufnehmen hier. Deutsch kannst du nicht so gut, Englisch besser, ne? Oder ich kann ein bisschen Deutsch. Ja. Ich verstehe. Verstehst aber? Ja. Wann hast du Abfahrt? Jetzt sofort oder hast du 1 Minute, 2 Minuten? 6 Minuten sogar. Kann ich einmal hier rein und hinten wieder raus, bisschen für die Community, ohne you face, no you face, nur das Bus. Nun, nee, I want to rein, aufnehmen und in this side wieder raus. Okay, ja. Jetzt? Only your face. Okay. So Leute, ich habe einen guten, netten Fahrer gefunden, der sagt, ich kann mal hier ein bisschen gucken, was hier so los ist. Er hat 6 Minuten Zeit noch zur Abfahrt. Wie ihr sehen könnt, hier sitzt man richtig hoch. Er ist mit diesem Bus zufrieden. Hier sitzt man ein bisschen eng. Man kann sich anschauen, wie ihr sehen könnt. Extra für ein bisschen ältere Leute. Das kann man hoch machen. Mit Ladebuchse für die Handys kann man Handy aufladen, wie ihr sehen könnt. Und hier mit Karte, da kann man natürlich mit Karte bezahlen und dann braucht man nicht mehr nach vorne zum Fahrer hingehen. Extra für Rollstuhl und für Kinderwagen und hier noch so Notsitze. Das haben die jetzt mittlerweile überall, das ist gut. Das meinte ich vorhin, hier extra low
für Kinderwagen und Rollstuhl. Und wenn man dann high nach oben geht, dann hat man hier so eine sehr schöne Gruppe, wie ihr sehen könnt. Wirklich toll. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Mit schöner Beleuchtung. Puffbeleuchtung wollte ich gerade sagen. Schön in Rot. Ich denke mal, die Farben kann man sich dann auch irgendwie einstellen. Dann bedanken wir uns gleich mal bei dem Fahrer. Mal gucken, vielleicht lässt er uns auch noch aus dem Cockpit noch was. Mal schauen. Und natürlich hier, ist the ramp electric? Can you make one, please? Habt ihr bestimmt verstanden? Ah, schaut mal, Leute. Ja, voll elektrisch, der geht raus. Extra. Thank you very much. Wunderbar. Sogar mit Warnblink. Super. So, wir müssen uns bei dem Fahrer bedanken. Das war wirklich ein netter Kollege. Dem habe ich natürlich direkt Autogrammkarte gegeben, Name und alles. Hab gesagt, irgendwann wird dieses Video online sein, dann kannst du deinen Bus sehen. Und die haben auch einen schönen Wendekreis, habt ihr gesehen? Ja, zack, der kommt ja einfach hier rum. Wirklich toll. Jetzt haben wir auch mal einen Überblick bei so einem chinesischen Bus gesehen. Ich bin mal ein bisschen weitergezogen, in der Hoffnung, die Stadt zu finden. Da habe ich hier sehr schöne Aufnahmen zu machen, was Schönes gefunden. Von allen Seiten fahren hier Busse, diese Capacities, was wir gerade gesehen haben. Hier sind auch Bushaltestellen noch dafür. Und ich wollte euch auch noch die schöne Stadt hier zeigen, wenn ich schon mal hier bin in Holland. Ja, wartet, wenn wir diesen Bus hier aufgenommen haben, dann schwenke ich mal rum. Ich laufe gerade auf der Straße. Ja, ach, da ist der Kollege wieder von vorhin. Hat auch noch gegrüßt, habt ihr gesehen? Ja, Zufall. So, auch einer, der grüßt. Der kennt mich wohl auch oder was? Keine Ahnung. So, das wollte ich euch auch noch mal zeigen hier vorne. Ja, wirklich sehr schön hier dieses Zwolle. Ja, mal gucken, vielleicht schaffe ich noch auf die Brücke da hinten, dann können wir noch bessere Aufnahmen machen. Da ganz hinten sehe ich auch wieder was. Ich glaube, da hinten ist noch etwas, wo ganz viele Busse sind. Ich laufe da jetzt mal mit euch hin. Ja, wirklich sehr, sehr toll. Jetzt stehe ich an der Haltestelle, die denken bestimmt, ich will mit. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, aber der steht da sowieso. So, jetzt habe ich mich mal hinterm Baum versteckt, damit er hier nicht anhält. Ja, der macht auch keine Faxen anzuhalten. Ganz leise, umweltschonend fahren die hier durch die Gegend. Ich muss jetzt sehen, dass ich irgendwie hier rüberkomme. So einen schönen kleinen Hafen haben die hier auch für ihre Yachten und so. Der versucht hier gerade einzuparken. Mal gucken, rammt er den oder kriegt er den noch die Kurve? Hopp, 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 hopp. Ja, da hat er mal noch ein bisschen Gas gegeben, damit er die Kurve kriegt. Wunderbar, da kann er das schön einparken. So, wir laufen mal ein Stück weiter. Mal gucken, wo wir ankommen. So, ich habe jetzt mal Innenstadt Haltestellen gefunden, die hier bedient werden. Mal gucken, was hier noch alles kommt. Das wollte ich auch noch mal mitnehmen. Und den holländischen Markt habe ich hier gefunden. Vielleicht kann ich mir noch so ein paar Fisch, Burger, Nuggets, was es da so gibt, Backfisch, Knibbling, Kibbeling holen. Auch hier an den Haltestellen kann man da genau sehen. Station 7 Minuten und dann nächste 24 Minuten, wann die hier peu à peu vorbeikommen. Obwohl es war so eine Umleitung, kann auch sein, dass die anders fahren, die Busse, weil im Moment tut sich hier nicht allzu viel. Ich schaue mal, ob ich noch was für euch finden kann. So, schöne kleine Gassen haben die hier auch schöne kleine Hunde. Und hier geht es auch schon direkt zum Markt. So, da sind wir ja genau richtig. Ihr könnt sehen, die dicken Pommes da. Ja, dann werde ich mir mal hier natürlich die Pommes reinziehen. Leute, ich bin mal ein Stück weiter gezogen, um euch auch noch mal diesen Scania-Werk hier für LKWs vorzustellen. Der ist ja hier in Zwolle.
Wie ihr sehen könnt, hier werden die ganzen Trucks, die LKWs von Scania gebaut und da hinten auch gewartet, ist auch eine Werkstatt davon. Und hier seht ihr die fertigen Fahrzeuge, die stehen hier schon alle. Die kann man sich bestellen, wie man sie haben will und dann natürlich kaufen. Alles nagelneu, flammenneue Scanias. Wir haben hier keine Busse, sind alles wirklich nur Trucks. Ja, jede Menge. Irgendwann war ich, glaube ich, mal mit einer Gruppe hier und habe mir das mal angeschaut. Jetzt, wo ich das so sehe, fällt mir das alles wieder ein. Wirklich toll, auch gut gelegen, direkt am Wasser da vorne. Eine sehr schöne Gegend auf der Russenstraße, so heißt das hier, liegt dieses wunderschöne Werk. Das wollte ich euch auch noch mal gezeigt haben. Mit diesen schönen Bildern, mit den Scanias hinten, möchte ich mich von euch verabschieden. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt bis zum Ende. Und weiter guckt natürlich, wenn neue Videos hier erscheinen. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, bis in einem anderen Video. Alles Gute wünscht euch euer Memeroe. Ciao Leute.